Jo Leute, was geht ab? Mein Name ist Kandi, wir sind wieder in den Soundstar Studios und drehen eine neue Folge von unserem Format Artist Talk. Gast diesmal heute sind 3 Homies und zwar DJ Kais, Halfbreed Beats und Großes K. Die haben ein Album zusammen gemacht, das heißt 3 bärenstarke Brüder. Wir haben uns darüber unterhalten. Viel Spaß. Yo, früher waren die Ballerzeiten sorgenfrei. Ich weiß noch damals auf dem Court, ich trug die Jordan 2. Ey yo, wir planten nie die Zukunft, waren schon morgens high. Schlichen hinten raus, die Bullen kamen von vorne rein. Okay Leute, Servus. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr hergefunden habt. Nochmal. Legende in München, deutscher Rapper, Großes K, Beatproduzent und Rapper mittlerweile auch, Halfbreed Beats und DJ Kais. Servus. Servus, ich hoffe, jetzt klopft ihr nicht. Kriegen wir hin. Also, ein Album habt ihr am Start, 3 bärenstarke Typen. Und wir werden jetzt ein bisschen darüber reden. Ich würde sagen, dass wir das Intro, was wir normalerweise machen, weglassen. Bei dir jetzt erstmal. Ich würde erstmal kurz mit euch beiden quatschen. Stellt euch doch mal vor, was geht ab? Du kannst ja mal anfangen. Hi, ich bin DJ Kais und leg auf seit 21 Jahren mittlerweile. Wie alt bist du denn? 33. Mit 12 habe ich angefangen. Okay. Genau. Habe angefangen mit Breakdance-Mucke, Hip-Hop, habe auch selber gebreakt früher. Genau, und mittlerweile bin ich DJ, schon seit einigen Jahren für Großes K unterwegs, auf diversen Veranstaltungen. Genau. Was hast du noch so gemacht? DJ, größere Festivals oder sowas? Festivals eher nicht, aber Clubs in München, diverse Bars, also schon überall rumgekommen. Auch irgendwelche Veranstaltungen jetzt für BMW, sei es oder was auch immer, habe ich schon aufgelegt. Ja. Hast du noch Generation DJ Platten mit dir rumschleppen? Genau. Achso, nein, mittlerweile nicht mehr, einfach wegen dem Komfort. Aber früher? Früher auf jeden Fall hat man die Plattenkoffer dabei, immer noch ein Homie, der mitgetragen hat, geholfen hat beim Tragen. Sonst ist es nicht anders gegangen. Mittlerweile sind ja die DJs ja sehr, sehr einfach. Also jetzt mal so auf jeder Idiot kann jetzt mittlerweile sich irgendein Programm ziehen, legt da ein paar Sachen rein in sein Programm. Den Sync-Button und der Übergang läuft. Ist auf einmal DJ, ja. So gesehen, ja. Was machst du anders? Wie gesagt, also mit Platten angefangen, das heißt, ich kann auch komplett analog auflegen. Ich brauche dieses digitale Zeug nicht, aber es erleichtert halt einem schon das Schleppen, sage ich mal. Es ist mehr Komfort. Kannst heutzutage nur mit einem USB-Stick im Club gehen und früher hattest du 3 Koffer voller Platten dabei, wo jeder, keine Ahnung, um die 50 Kilo gewogen hat oder so ungefähr. Also heute schon chilliger. Definitiv. Aber früher war es mehr Sport. Definitiv, ja. Früher musstest du auch sozusagen, wenn du zu oft an der gleichen Stelle gescratcht hast, irgendwann hat sich das nicht mehr gut angehört, weil es abgenutzt wurde und dann musstest du dir die Platte mal neu kaufen oder so, was du heutzutage zum Beispiel nicht mehr brauchst, weil alles MP3s sind. Ja. Genau. Krass. Das ist auf jeden Fall eine Kunst für sich. Dann reden wir mal kurz über den anderen Freund hier. Was geht ab? Alles gut, selber? Ja, auch, super. Du machst Beats hauptsächlich. Leidenschaftlich, ja. Bist jetzt auch ins Rap-Game eingestiegen. Ja. Was machst du so? Also wie produzierst du, warum produzierst du? Wie bist du dazu gekommen, dass du produzierst? Ja, so das erste Mal in Berührung gekommen, sag ich mal, bei meiner Mom am Plattenschrank. Da habe ich die ersten feinen Sachen in den 80ern rausgezogen, entdeckt. Natürlich erst geguckt und war sehr geflasht von den Covers, wo ich so ein kleiner Pimp war noch. Und so Tieski Valley und Houdini Sachen rausgegraben habe. Wusste ich natürlich noch nicht, was das für Sound ist. Hab meine Mom dann halt gefragt, ja, ob sie es mal auflegen könnte, dass ich mal reinhören kann, was es ist. Ist eigentlich schon schwierig, weil die Musik war nichts für Kinder eigentlich, ja. Und meine Mom war recht locker drauf. Und da also mein Dad nicht da war in dem Sinne, weil meine Mom getrennt war schon lang, kam ich halt in den Genuss dann früher so Platten zu hören, weil meine Mom, wie gesagt, echt locker drauf war. Und dann hat sie als erstes so einen Houdini-Track reingelegt und ich als 8-Jähriger war halt voll begeistert von den Sounds. Und es ist ja bei vielen so, dass viele auf die Raps hören, aber ich habe die ja damals nicht verstanden. Ich habe auf die Musik gehört und war geflasht von Friends, ja, Houdini. How many how was have them, weißt du, das Sample von If I Ruled the World damals, von Nas, legendär, weißt du, was ich meine.
Und nee, da kam ich das erste Mal in Berührung mit. Und dann diverse GI-Partys damals, da lief der ganze Sound von Roger Troutman, Mo Bounce und Zap, weißt du, die ganze richtige Oldschool Isley Brothers. Gut, das ist richtig den ganzen Stuff. Dann hast du dir ein Dings geholt, oder wie? Ein Beat-Produktionsprogramm? Nee, damals, als Kind habe ich mir dann so mit 10 habe ich mir ein kleines Yamaha-Keyboard gewünscht, so. Und meine Mom hat mir das dann ermöglicht und ja, dann habe ich darauf ein bisschen rumgeklimpert. Ja, war cool, aber klar, danach, ich bin dann noch jung und wusste noch nicht so recht, was wie jetzt da läuft und es kam dann erst später, so mit 17, 18 habe ich dann durch einen guten Homie eine Drum Machine kennengelernt. Also viele haben ja mit Akai angefangen, MPC, aber ich war so auf Yamaha, QY70 hieß der, kleine Drum Machine, Oldschool oder 8 Spurgerät, paar Pads, genau. Ja, und dann da sich ausprobiert und habe mir gedacht, hey, das ist, taugt mir. So Sounds zu kreieren einfach, so auch vom Bass, einfach die Bass oder eine Kick irgendwie hinzubasteln. Wie lange hat es denn gedauert, bis du deinen ersten hörbaren Beat für dich selber gebastelt hast? Ja, schon so ein Jahr, 2. Als 10-Jähriger, nein. Nee, dann schon 17. Mit 17 halt habe ich, oder 18 habe ich dann richtig angefangen, habe mir dann auch Cubase geholt oder Acid Pro damals noch so. Wir haben ja auch Was viel noch mit. Ein Jahr? 99 so. Ja. Also die ganz Oldschool-Version von Cubase so. Ja, also wie gesagt, davor war noch Acid Pro am Start. Und davor, wo ich die ersten Beats auch noch produziert habe, war auf dem Music Generator, auf der Playstation, Alter. Playstation 2, das war geil. Also Sido Da und ist Beteid und so auch von so. MOR, das bei mir entstanden. MOR, sagt ihr noch was früher? Die Crew von Cool Savage. Ja, die haben alle mit Playstation. Ich wurde eher AIDS, also ADIDS. Die haben ja auch ihr Zeug auf der Playstation produziert damals. Ich bin da voll raus, Digga, da war ich irgendwie 5 Jahre alt, weißt du so, aber ist krass, Digga, dass sowas überhaupt noch existiert. Ja, und dann halt später kam halt dann auch die Crew, also eine ganz alte Crew aus München, Kontrast, klar, die kennt man jetzt nicht mehr, ein paar Insider kennen die noch, wir waren auch dann unterwegs und für die habe ich viel produziert. Big Out an Bleach und Adebo. Und seitdem kennen wir uns, genau, seit der Kontrastzeit, ist schon lange her. Ich kenne Samim jetzt auch schon, also DJ Kais, locker. Ja, auch 2002 hatten wir den ersten Gig im Neuland damals, im Backstage. Wir sind da viel rumgekommen damals sogar schon, aber Untergrund, wirklich, weil unsere Musik war echt noch rough. Wir standen auch mit EMF teilweise auf der Bühne damals so. Da kannte er mich noch nicht, aber ich kenne ihn ja eigentlich, also ein großes K kenne ich ja über Kassetten. Er war ja auch ein Grund, die Jungs, Eastside Twins, das war ein Grund, warum ich angefangen habe dann mit Beats und inspiriert von den Eastside Twins. Wie viel Altersunterschied habt ihr denn? Ja, ich bin 39. 6 Jahre. Also zu ihm aufgeschaut. Ja. So, guck mal, was der große Kader macht. Voll Genau, geil. wir waren 15, 16, er war dann schon 22. Damals war das natürlich schon ein Schritt, ja. So, ey, der ist 22, wir sind 14, 15. Und natürlich aufgeschaut zu den Jungs und die haben die Tapes gedroppt, waren damals auch in der Bravo, wo das halt noch so war. Ja, ganz anderes. Auch mit 030 Gangster-Click und Ja, man muss ja auch dazu sagen, die Bravo war damals in Neuperlach, hatte die ihren Standpunkt Beim Pep da, ne? beim Pep. Ja, genau. Und dann Ja. hat man dauernd irgendwelche Rapper rumlaufen sehen, von Bushido bis Flair. Irgendwie hat man sich immer gefragt, warum laufen die bei uns in Neuperlach im Pep rum. Aber da war halt, wie gesagt, die Bravo und gleich daneben war Playboy. Habt ihr das auch gewusst? Ja, doch, Wir da war, hatten lange eiskalt, Studio ich da, weiß also das ist schon. schon lustig. Nee, und wir hatten da, glaube ich, 3 Stockwerke Bravo. Ja. Da haben wir so Charles de Gaulle Straße hinten, Charles gell? de Gaulle. Bei der Wir sind ja hart Videothek noch. pleite gegangen dann auch irgendwann. Hä? Bravo, Hip-Hop. Ja. Bravo, Hip-Hop wurde dann irgendwann abgeschafft. Stimmt, ja. Aber ja, ihr habt euch dann kennengelernt. Wie kam es denn dann, dass du dann irgendwann gesagt hast, okay, mit denen würde ich jetzt schon, Wir haben uns die sind jetzt cool genug, dass sie mit mir chillen. Gig, wir haben uns irgendwie, wie gesagt, ich kenne ihn schon ewig, also, aber er hat mich nicht wahrgenommen, ich war jünger. Ich war viel mit seinen Cousins oder Halbcousins auch unterwegs früher und wie gesagt, er hat andere Sachen gemacht und wir haben uns kennengelernt bei einem Gig damals irgendwie, er hat meine in dem Feuerwerk, Wir beide waren. ja, Also da habe ich ihn kennengelernt. also ich kenne die schon über jetzt 15 Jahre und ich glaube, Musik machen wir schon Man gut muss ja jetzt und dazu die sagen, wir wohnen auch nur so einen Katzensprung Neighborhood, entfernt. Also mit Neighborhood. dem Fahrrad 5 Minuten. In der Hood. in the hood, Und also ich bin auf ihn aufmerksam geworden, auch weil er produziert so Iron Liver und so Leute und hat halt immer seine Beats gefeiert. Also ich habe gesagt, das ist ein Junge, der macht ganz andere Sachen. Also wirklich
Der macht sich da wirklich Gedanken und kramt ganz tief in der Plattenkiste und holt da die Samples raus, die selbst Amis nicht finden. Ja, wo ich sage, hey, das hat noch kein Ami benutzt. Das ist ja auch immer die Kunst, irgendwas zu finden, was noch nicht benutzt worden ist, weil da er habe alles ich, schon abgegrast. hab ich ja voll meine Hemmungen, so wenn ich so Sachen... Ja, aber er findet Sachen, der setzt sich dann Stunden hin, hört Platten durch. Die musst du auch erstmal haben heutzutage. Ja, viele greifen dann auf irgendwelche Sample-Kits zurück, aber er sucht dann wirklich selbst die Samples raus, zerhackt die. Das ist fast schon eine Doktorarbeit, ja, mit Skalpell und... Ich finde es bei Sample-Suchen finde ich es eigentlich noch ganz cool. Ich finde also Drums, so 808s oder so, da kann man schon mal ein Kit verwenden. Oder so eine vorgefertigte Dings, aber beim Samplen ist dann schon... ja, diese Wärme, du kriegst du nur durch Samplen hin. Diese Wärme von der Platte. Das direkt ist, von der Platte auf den PC kann man rüberziehen. nicht beschreiben, auch das Knistern drin und das ist einfach... Das soll dreckig sein und rauchend. So. dirty. So, die sind J. Cole-Vibes einfach so ein bisschen. Also der macht ja Total auch J. immer Cole, sehr... Killer. Nas auch, würde ich sagen. Nas ist auch so ein Sample King. Also, Ja, auch was mich auch noch sehr inspiriert hat, dann so Beats, Instrumental-Album, also Sachen zu machen, die jetzt nie irgendwie rausgekommen sind, sondern die habe ich auf dem Rechner so. Da habe ich so, Madlib und Jay Dilla waren damals so, die haben mich zerstört so. Und Madlib war immer schon völlig kaputt, wo auch zusammengeschnittene Samples, aber dann trotzdem den Groove in dem Beat gehabt so. Und auch Jay Dilla braucht man nicht reden, ja. Die Groove-Sache mit dem Swing. aber der Typ ist crazy, also der hat bestimmt 2000 Beats in seinem Computer verstauben. Ja, und es ist, viel jede Schrott ist Genre auch dabei. Da hast du West Coast, Aber East Coast. Da hast deswegen du Half-Breed, Trap. weil das ist bezogen so auf alles drin. Also orientalisch, afrikanisch, brasilianisch, koreanisch, iranisch, Soul, Funk, alles so, es verschmelzt in meinen Beats, deswegen Half-Breed, weil alles halt zusammenkommt, von jedem einmal Hälfte von dem und dann ein Brei, ja. Gibt's denn ein Sample, wo du sagst so, Alter, das ist so genial, dass ich das gemacht habe? Da wäre jetzt niemand drauf gekommen, aber ich habe das irgendwie so geflippt, dass es so geil ist. So viel im Kopf, Alter, ich habe so viel im Kopf. Also ich habe so viel im Kopf, ja, ich meine, es gibt vieles, keine Ahnung, mir fällt jetzt gerade spontan nichts ein, aber ich habe echt viel im Kopf. Ich habe so viel aufgesaugt früher als Kind und Jugendlicher, dass ich so viele Elemente von weiß ich nicht, ich habe da alles drin. Ich habe doch gar keine Richtlinie. Ich bin da völlig... Gehe ich an die Sachen und wenn sich's geil anhört, hört sich's geil an. Ja, ist ja erst wie bei jedem einfach. Gehst du hin, oder wenn's passt, dann passt. Wenn sich's beim zweiten Mal noch geil anhört, dann ist es umso schöner. Gibt ja auch Song, kennt ihr das so, ihr macht einen Song, da seid ihr gerade in dem Moment, in dem ihr den Song macht, irgendwie voll begeistert davon und dann hörst du das am nächsten Tag an und denkst dir, was für einen Rotz habe ich da getan. Ja, weißt du, also wenn sich's beim zweiten Mal noch geil anhört, dann ist es auf jeden Fall Aber cool. auch schon umgekehrt, dass wir Beats gemacht haben, die nicht gut waren, aber am nächsten Tag dann auf einmal so, ja, das ist doch ganz gut. Aber das kommt immer drauf an, also. Aber der Junge hat auf jeden Fall viel zu bieten. Ja. Aber ich glaube, jeder, der Musik macht, hat dieses Gefühl schon mal gehabt. Dass er Mucke macht und dann hört er sich am nächsten Tag das an und dachte, oh mein Gott, was ist das überhaupt? Was habe ich da gestern veranstaltet? Ja. Weißt du, das Aber in passiert, dem Moment glaub ich, hast du jedem. richtig gefeiert. Ja, weißt du, ja so. klar, bist ja voll drin. Ne? Ja. Aber jetzt mal wieder auf euer Album zurückzukommen. Wie kam das denn jetzt, dass diese Konstellation überhaupt stattgefunden hat, dass ihr jetzt ein Album macht zusammen? Also Kais und Stevie arbeiten ja schon länger zusammen, auch immer an diesen Mixtapes. Die machen ja immer Beat-Tapes, haben sie schon vorher gemacht. Ah, du gibst ihm dann die Beats und du machst die Cuts dann auch, oder wie ist Nee, wir saßen auch so bei mir im Home-Studio. Also Genau. Kais kann genauso Beats machen. Genau, also Achso, du ich machst auch produziere auch Beats. Wir machen das dann zusammen, so gesehen treffen wir uns, Studio-Session. Er macht dann die arbeiten Drums und du machst dann diese. Zum Beispiel, ja, kann immer variieren. Kann auch sein, dass der komplette Beat von ihm ist und ich habe nur drüber gescratcht oder irgendeinen Rap drüber laufen lassen. Aber genau, kann auch mal sein, dass wir das zusammen produziert haben oder so. Ja, es Also kommt richtig auch mal so vor. Mobb Deep-mäßig, so eine Gang, kleine. Ja, wir haben Iron Liver zusammen gemacht. Also da haben wir das erste Mal, glaube ich, zusammen gearbeitet an einem Album. Gell? Wie lange ist das her ungefähr? Weißt du das? 2013. Also ja, da haben wir wirklich, weil damals gab's, also es gibt einen Rapper, Iron Liver. Und dann war ich sein DJ so gesehen. Aus München. Aus München, genau. Warte Underground mal, war aus der nicht München. auch bei diesem Syndikat irgendwas? Das weiß ich Syndikat, irgendwie sowas? Ich kenne den Namen vielleicht, ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und seitdem arbeiten wir eigentlich zusammen. Also Steve und ich, Half-Breed. Und dann haben wir auch diese Mixtapes zusammen aufgenommen.
nach dem Album. Und was haben wir noch gemacht? Ein paar andere, Jizzfest, bisschen haben wir gemacht, Lux haben wir ein bisschen gemacht. Ja, einiges. Und dann war es halt so, dass Stevie dann für mich auch einzelne Beats produziert hat für meine Alben. Also er ist auf den letzten 3 Alben, glaube ich, immer mit 1-2 Tracks vertreten. Und dann kam er mal an und hat mir so einen Textfetzen gezeigt. Er hat gesagt, ja, das habe ich geschrieben auf dem Beat und hat das schon aufgenommen so. Und ich so, hey, ist ja echt krass, Junge, also da ist Potenzial dahinter. Auf Respekt. Und da habe ich gesagt, komm, lass mich doch mal ein Part dazu schreiben. Ja, dann haben wir mal einen Song zusammen. So, nicht nur, dass du mich produzierst, sondern dass wir auch mal zusammen rappen. Hab dann meinen Text dazu geschrieben. Was gar nicht dazu eigentlich. Du wolltest ja nie rappen und das irgendwie rausbringen. Du wolltest also ja nur ich just bin for auch fun, eigentlich, ne? also Leidenschaft ist straight by Beats. So, ich rappe gerne, auch für mich selber schreibe ich Texte So einfach charmig ist er da mal, um Sachen zu verarbeiten im Leben, einfach so für mich. Ich nehme auch Sachen auf, aber die kommen nicht raus oder so. Ja, aber der Candy ist halt so ein Grund gewesen, wo er hat dann mich ein bisschen mir in den Arsch getreten und hat gesagt, Alter, du schreibst geile Sachen und wie wär's, wenn wir zusammen einfach ein Rap-Ding machen, so. Obwohl ich ja erst seine EP eigentlich produzieren wollte. Wir wollten ja eigentlich irgendeine EP, wo ich komplett die Beats sponsor praktisch und das mit ihm halt da ausarbeite, mache. Und dann hat er halt die Texte, wie gesagt, gehört und hat gesagt, ja, Alter, dann habe ich was ist los, man braucht sich nicht verstecken, Lied ja. gemacht. Dann kam aber im nächsten Text raus. Und irgendwie hat er schon so 3, 4 Sachen so heimlich vorbereitet. Ich habe Ganz auch heimlich. alte Dann hab ich Texte gesagt, aus hey, Alter, Fetzen. komm, ich schreibe zu jedem einen Part dazu, wir machen mal eine Hook und schon haben wir eine EP. Haben angefangen und dann sind es halt immer mehr Lieder geworden. EP wurde ein Album. Genau, dann habe ich den Beat gesehen und den Beat gepickt und dann mittlerweile sind wir bei 16 Liedern. 16 Tracks, ja, Mann. Wobei jetzt nicht jeder ein Song ist, wir haben auch ein paar Interludes, ein paar Freebeats, also was heißt Ja, und nicht Freebeats, überall ein paar rappe ich eigene jetzt Beats auch oder drauf. so, ja. 1, 2 Solo-Songs, aber das ganze Paket wurde dann von Kais noch sozusagen mit bisschen DJ-Staub berieselt und es ist Ja, Mann. sehr frisch, finde ich, das Album. Also es ist New School, Old School, fast schon ein Hörbuch. Also ich habe darauf geachtet, dass der Hörer sich zurücklehnt, die Augen zumachen kann und hört eine Geschichte. Ja? Er hört erstens das, was wir vermitteln wollen, sei es aus unserer Kindheit, Das Mikrofon bitte. aktuelle Werte, also aktuelle Stories. Und hat dann, weil wir bauen Geräusche ein, wir haben Autoquietschen, Laufen, Polizei, Sirenen, alles ist mit eingebaut. Von Das ist jedem, wie so ein etwas, Hörbuch von jedem einfach. etwas drin. Wir haben da gar keine Linie, so wie jetzt, es ist jetzt ein reines Trap-Album oder so. Viele fahren ja auf die Linie und das muss einen Faden haben. Ist auch ja gut so manchmal, aber wir haben halt gesagt, irgendwo hat es doch bei uns trotzdem einen Faden, weil es ist alles so unser Style und Total. Aber der Faden ist natürlich entstanden. Also es ist nicht so, dass wir uns hingesetzt haben und so und so und so muss das sein. Ja, klar, es hat sich sondern entwickelt. Einfach, genau, es hat sich natürlich entwickelt und es ist einfach rund geworden. Was war denn jetzt mal so, der Style? Also die Leute draußen kennen das ja jetzt noch nicht. Wie würdet ihr denn den Style beschreiben? Gibt's da einen bestimmten Style, so eine stilistische Richtung? Boom Trap. Boom Trap. Trap. Viel Storytelling. Also wir haben auch darauf geachtet, dass wir halt also wirklich Stories vermitteln, ja, also wirklich Geschichten, die wir selbst erlebt haben, verarbeiten in den Liedern und einfach nicht authentisch bleiben, ja, und irgendwie nicht Sachen erzählen, die wir nie erlebt haben, ja. Es gibt ja viele, die rappen Sachen, wo ich mir denke, Alter, Star Wars. das ist von Ist Gun alles und Autos, eigentlich real aber auf die jeden Autos Fall. sind gemietet, die Gun hast du vielleicht irgendwie, ist eine Gaza von deinem Dad, keine Ahnung. Ja, jeder ist Pablo geworden auf einmal. Und das finde ich Ja, ein bisschen Mann. schade, weißt du, weil Das ist halt leider so. Ja, aber- auch immer hier in München, du brauchst, in Gesamtdeutschland, du brauchst keine Waffe. Ja, wir Also haben jetzt- immer noch unsere Fäuste immer gehabt, früher, um Sachen zu regeln. Du willst noch Ja, 1 Mann. gegen 1 normal machen. Natürlich, Alter, aber heute springen ja gleich 10 auf einen drauf und diese Ehrenkodex ist ein bisschen verschwunden. Wir haben so ein bisschen Ehrenkodex gehabt, dass man auch Ältere respektiert oder nicht frech ist. Ja, aber die bei uns war's Jugendlichen früher- sind frech. Die könnte ich abwatschen ohne Ende, aber der Respekt geht da ein bisschen verloren. Und vor älteren Leuten sollte man Respekt haben. Nicht vor jedem natürlich, aber im Allgemeinen. Ja, eine Grundrespekteinstellung. Beispiel früher, wo ich 12 war und einen 18-Jährigen gegenüberstand, das war krass. Natürlich, Digga. 18-Jährige, der 18-Jährige, püss. Alleine wenn du 6-Klässler bist, Digga, und die 8-Klässler kommen, Digga, da ist doch schon so, boah, krass. Aber mal was anderes jetzt. Du hast jetzt mittlerweile auch schon eine anständige Diskografie hingelegt in deinem Leben. Hast jetzt noch 2 andere Alben, wie ich mitbekommen habe, in der Pipeline, nächstes Jahr und so weiter. Also jetzt abseits von diesem Projekt.
du hast mit Neuer Süden so ein Kollabo-Ding gemacht, du hast dann Hotel Hercules und so weiter gemacht, deine Diskografie haben wir im letzten Interview auch besprochen. Was für ein Standing hat dieses Album jetzt in deiner Diskografie? Würdest du das auf Neue Süden-Level sagen, so, Digga, es ist so, es ist natürlich ein eigenes Album, aber würdest du das auf das Level Ja, Eben. durchaus. Also Neusüden sind natürlich viel mehr Protagonisten dabei, also viel mehr Rapper. Ja. Würde ich sagen, die... So war ihr zu viert, jetzt seid ihr zu dritt. Ja, ist okay, aber er rappt ja nicht. Also im Endeffekt rappen nur wir beide. Das ist eher wie Redman. Ja, und ich rappe ja auch nicht Method Man, immer, ich so. rappe ja auch nicht bei Ja. jedem Track. Also sind Also ein nur Kollabo. so. Aber wir haben uns auch wirklich Zeit gelassen dabei. Ja? Wir haben keinen Druck aufbauen lassen. Wir haben gesagt, wir lassen uns Zeit, auch wenn es 2 Jahre dauert. Ja, einfach, das muss gut werden. War das damals anders? Ja, manchmal hat man mehr Druck. Dann Ich muss jetzt den Song abliefern und so. auch das Album, dann hast du so ein Release-Date und da muss alles fertig sein und du musst, ich hasse ja so Release-Dates festzusetzen, weil man es meistens nicht halten kann. Da kommt immer was dazwischen. Ist ja nicht nur von dir abhängig, dann kann der mal nicht, der Produzent. Wir wollen jetzt schon seit ewigen Zeiten ein Video drehen, aber wir schaffen es einfach nicht, alle irgendwie an dem Tag da zu sein. Ja klar, du machst dir unnötig Druck. Ja, und darum wenn's ist halt als Solokünstler eins haben wir immer schon. einfacher. Aber nochmal zum Konzept, also wie gesagt, viele Geschichten drin, ja, real deep shit, wirklich aus dem Herzen, aus Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Auch Leute zum Nachdenken zu bringen, ja, und ja, einfach reale Mucke, aus dem Herzen raus. Und vor allem, wir jetzt, glaube ich, sagen nicht mal einen Ausdruck, Alter. So. Echt? Und definitiv 100% authentisch. Definitiv. Genau. Da gibt jetzt einen Song zum Beispiel, der heißt Nadeln im Park. Was ist denn euch wichtig? Also, ihr habt jetzt auch ein bisschen Drogenvergangenheit hinter euch. Was wollt ihr dann damit aussagen, Alter? Weil ihr macht ja so einen Song nicht umsonst. Was ist Ich muss eure... gleich sagen, also wir haben nie selber irgendwie gedrückt oder so. Shit, Alter, man hat nur die Erfahrungen mit Leuten im Umfeld gemacht, früher als Kinder, wo wir gespielt haben. Also ich, Neuperlach, es gab Altperlach und Neuperlach. der Quiddestraße gammeln die So. ja auch immer da oben rum. So, und so. in Altperlach war es krass, weil da waren viele Jugendliche, die halt jetzt das ausprobiert Also haben. ihr Und die redet haben- da speziell über eine Zeit, die euch geprägt hat in eurer Kindheit. Natürlich, ja, es war schlimm, weil wir haben da, also da war ich auch noch jung, aber ich habe das mitbekommen. Ja. Wir haben mit 11, 12 auch gespielt am Spielplatz oder im Park und sind auf benutztem Spritzzeug teilweise rumgelatscht, Alter. So. Voll eklig, Besteck Digga. und Cess hat dies auch mal sowas und wir hatten erzählt. viele Phasen in den Hoods, also in der Gegend, wo einfach überall auf der Rutsche oder unter der Schaukel da die Spritzen lagen, Alter, weißt du? Voll abartig, Digga. Also man muss sagen, es ist Also- es ist noch kein Frankfurt jetzt, München. Nein, ja. Also, nein. aber Das war mal ekliger. Ja, da gerade aus Neuperlach, wo ich komme, in den 90er früher war es Jahren, widerlich. kam dann diese Heroinwelle und da Ja. sind halt viele mit drauf geschwommen. Viele Freunde habe ich verloren und da haben die sich einfach in den Parks getroffen, gedrückt und das waren so Spots, wo man eigentlich als Kinder hätte meiden sollen. Wir waren halt immer neugierig und so ist der Song halt entstanden. Ja, das ist seine Erfahrung und meine, dass wir die zusammengebracht haben und einfach mal aus der Zeit erzählt haben, wie es war, wie wir es empfunden haben. Und ja, es ist allgegenwärtig. Also die Leute laufen immer noch und holen sich hier Methadon bei uns. Laufen da zu 40 zum Arzt in der Früh Ja, und Karl Marx Ring. holen sich ihren Jägermeister dann um 8 Uhr oder um 9 sobald der Laden aufmacht, aus dem Laden Damit und Zittern hängen da aufhört. ab. Und ja, es sind halt so Spots, die nicht so wirklich für Kinder zu empfehlen sind, aber Ihr seid halt zwangsläufig dort so ist es aufgewachsen. Halt, ja. Habt's halt gesehen und auch verarbeitet jetzt. Heute ist es besser, muss ich sagen. Also das ist alles ein bisschen versteckter. Auch die Jugend hat andere Interessen. Ja, wir hatten ja diese ganzen Mediensachen nicht und Handy und Playstation. Darum sind wir viel auf der Straße gehangen. Wir hatten einfach nichts zu tun. Wir waren zu 40 am Pep gehangen, bis die schwarze Sheriffs engagiert haben, uns da immer zu vertreiben. Wir haben viel Scheiße gebaut, muss ich sagen. Ja, und das ist ja heute nicht mehr der Fall. Die Jugendlichen sind 2, 3 hier und hängen meistens in den Wohnungen ab und nicht mehr so draußen wie wir. Ja, gerade in der Zeit, Digga, wo du, wenn du rausgehst, sowieso irgendwie ein Problem hast, wenn du keine Maske anhast. Aber ja, auf jeden Fall. Es ist mittlerweile sehr, sehr auf Internet-Game. Früher war es auf jeden Fall anders. Da musstest du auch noch, da war es auch noch so, eine SMS kostet 25 Cent, weißt du, war viel Geld. So. Ja, Genau. Moment, bei uns war es ja so Pieps, Wir Ding, hatten Scolia Beeper und noch, Tell Me und Scolia, so. Beeper. Ja, Das Tell war gar Me nicht- und that Ihr shit. müsst dir mal überlegen, ich habe Football gespielt bei den Zeig aus. Rangers und dann kam mein Trainer irgendwann an mit so einem schwarzen Koffer. An der Seite war eine Kurbel und oben war ein Hörer drauf. Und dann Handy oder an, was? fängt er an zu So kurbeln, ein Kasten. hebt ab und telefoniert mit seiner Mutter. Und wir so alle, was ist denn das, Mann? Das war das erste mobile Telefon. Es war halt wirklich 7, 8 Kilo schwer.
Man sieht es übrigens auch im Cover von Ghetto Boys zum Beispiel. The Good, the Ugly, The Good, the Ugly und The Crook, oder wie heißt das? Genau, da sieht man dieses Telefon auch. Das war das erste Handy, was ich so kennengelernt habe. Dann kam dieser Nokia-Knochen. Ja, wo die ganzen Businessmans dann immer so auf krass gemacht haben. So ein Teil, ja, man so ein fettes Ding in die Ohr halten, so eine halbe Playstation. Dann kamen diese bisschen kleineren und wir müssen ein Handy haben. Und ich habe, glaube ich, gleich in der ersten Woche 240 D-Mark damals noch Schulden gemacht. Musste gleich so einen Eintrag machen so und da hat die Minute über einen Euro gekostet. Weißt du, so. AOL, Digga. So. Meine Mutter hat mich geschlagen. Ich weiß noch ganz genau, damals war Internet noch sehr, sehr neu und alle in meiner Klasse, da war ich in der 5. Klasse oder so, waren dann in so einem Chat drin und die mussten natürlich dann auch in diesem Chat stattfinden. Meine Mutter immer so, du kannst 15 Minuten rein, sonst, Digga, mach nicht so. Weißt du, was ich meine? Entweder Internet oder telefonieren. Es ging nicht beides gleichzeitig damals. Ja, aber das hat auch sehr viel gekostet. Diese Wählscheibe sogar. Ja. Wir hatten die Wählscheibe und dann gab es ein kleines Schloss. Meine Mutter hat das mal abgesperrt. Aber dann haben wir also einen Trick rausgefunden, wenn du auf den Hörer dann gedrückt hast, sag mal, du hast den 9, dann musst du 9-mal draufdrücken. 1, 2, 3, 4. Und dann der 8, dann musst du 8-mal draufdrücken. So konnte man dann auch telefonieren. Crazy, crazy shit. Also wir haben alles probiert. Das waren noch andere Zeiten auf jeden Fall, so mit Wählscheibe. Ja, ganz anderes Level, Alter. Aber alles mitgekriegt. Ja. Telefonnummern merken. Ja, ich konnte auch wieder Telefonnummern. Ich bin jetzt nicht so alt wie ihr. Aber keiner hat mehr eine Nummer im Kopf. Früher, ich hatte 20 Nummern. Ja, die ganzen Nummern von meinen Homies, 6707, was weiß ich. Nur Perlach hat mit 6 angefangen, 67. Ja, und jetzt vergesse ich schon meine eigene Telefonnummer. Ja, ich kenne sie auch nicht, Alter. Das ist so simpel, Digga, ich kann sie nicht. Was geht denn feature-technisch bei euch? Gibt's Features so auf dem Album? Also wie gesagt, auf dem Album Back in the Days. Motomi und Boshi-san. Motomi und Boshi-san. Erstmal Grüße raus an die Jungs. Ganz klar. Mit Boshi war es mir immer ein Wunsch, mal zusammenzuarbeiten. Wir haben uns immer getroffen auf Auftritten. Haben immer gesagt, wir machen was. Die Jahre sind ins Land gestrichen. Wir haben nichts gemacht natürlich, aber jetzt auf dem Album wollte ich ihn unbedingt dabei haben, habe ihn gefragt und schon war er da. Und Motomi arbeite ich ja schon seit Jahren, seit über 10 Jahren. Dieses Blog, wie heißt es? Unser Pflaster. Unser Pflaster, das ist ja auch jetzt schon 6, 7 Jahre ewig, alt. Digga. Eines der ersten Musikvideos, ehrlich gesagt, die ich damals Cooles gesehen habe. Ist auch schon fast 10 Jahre her, ne? Auch echt aufwendig gedreht. Locker. Spring hat es damals Ja, gedreht, Akku also TV. sehr aufwendig. Und ja. Ist, glaube ich, eines auch der ersten Videos, die vorgeschlagen werden, wenn man ein großes K eingibt. Jetzt mittlerweile, glaube ich, nicht mehr, aber war lange so. Wenn du großes K bei YouTube eingibst, wurde dir immer dieses Unser Pflaster-Ding vorgeschlagen. Ja. Aber Motomi, Boshi-san und eine Sängerin, habe ich gehört. Die Asana, was rede ich? Janina. Bürger ist natürlich drauf. Janina habe ich über einen Session kennengelernt. Die hat da mal was aufgenommen bei ihm. Und wir haben uns das sofort verstanden. Habe ihr gleich ein paar Skizzen gegeben von Liedern und die hat sofort eine Hook drauf gemacht. War nächste Woche da, hat es aufgenommen und die ist jetzt so mit auf dem ganzen Album mit vertreten, macht Adlibs, macht Hooks, macht irgendwelche Stimmungen. Sehr super gelungen, wie ich finde. Großen Respekt. Hab auch vor, weiter mit ihr zu arbeiten, weil die sofort umsetzt, was du dir da vorstellst. Also die kann das sofort umsetzen. Und natürlich der Rastaman High Rolls, oder? High Rolls ist da, mit drauf, ja. Big up. Mein Arbeitskollege ist auch ein Tontechniker beim Bayerischen Rundfunk. So cooler Dude, hat früher Dreads bis zum Arsch gehabt und ist auch mit einer Jamaikanerin verheiratet. Sehr guter Junge, Ragamuffin vom Feinsten, was soll ich sagen. Ja, klingt ja nach einem schönen Aber sonst Paket. sind wir eigentlich nur wir beide. Also wir haben geschaut, dass wenig Features drauf sind, um einfach unsere Geschichte zu erzählen. Ich finde 5 Leute jetzt oder nicht wenig Features. Also ich finde es angenehm. Also, wie gesagt, ist okay. Du musst dir überlegen, es sind 2 Lieder mit Features. Wie viele Tracks sind es denn gesamt? 16 und 2 sind auf 2 Songs sind die Features und die Janina ist ja eigentlich oft eine Begleitung oder macht die Hook. Ah, sie summt dann nur so im Hintergrund. Summt da mal mit. Genau. Also vordergründig haben wir Nice. natürlich unsere Lieder. Habt ihr Autotune verwendet? Ja, aber nicht viel. Nicht viel. Nicht viel. Seid ihr, Ganz dezent. Also Ganz dezent. man kann ja heutzutage Autotune anwenden wie ein Spasti. Also, oder Ja. wie ein cooler Typ so. Also seid ihr keine Fans von Autotune? Findet ihr, dass Autotune momentan in der neuartigen Musik ein bisschen zu viel Überhand genommen hat? Also ich finde, es ist ein gutes Stilmittel. Ja, ich nehme es auch an. Aber wie du schon sagst, wenn man übertreibt, ist es für mich zwecklos.
Also ich habe teilweise Lieder, wo ich ein Part in Autotune rappe und ein Part normal. Also das wechselt sich so ab, ist so ein Spiel. Dezent angewendet. Oder mal nur die Hook. Aber auch nicht so übertrieben, sondern leicht, dass du es nur leicht hörst. Ja. Ja, weil manchmal ist die Stimme so arg verzerrt, dass ich nicht mal verstehe, was der sagt. Und ja. Ein riesen Rumgeheule, wenn du über Spotify in die aktuellen Gehört zum Hip-Hop heute. Wenn du es gut einsetzt, ist es auch gut. Aber wenn es 90% nur Autotune gibt im Rap, dann macht es auch irgendwie keine Lust mehr. Also es ist einfach dann eine Übersättigung. Es klingt alles gleich, finde ich, oder? Es ist Irgendwie. einfach eine Übersättigung. Oder wenn einfach 90% alle 808s hernehmen, ist es auch irgendwann eine Übersättigung. Wenn die das nicht ein bisschen drehen, wenigstens so ein bisschen verändern. Dass es ein bisschen anders klingt. Oder anders einsetzen. Ich glaube persönlich auch, dass, das habe ich letztens in einem anderen Interview schon gesagt, glaube ich, das ist auch meine persönliche Meinung, wir haben jetzt viel in den letzten 10 Jahren hat sich das alles sehr, sehr viel verändert und ich glaube, alles ist sehr, sehr wieder in dieses Autotune, keine Ahnung, Palm aus Plastik, Miami Yassin Vibes gegangen. War auch sehr erfolgreich, aber ich glaube, die Leute haben echt keinen Bock mehr und es wird mehr in diese Boom-Bap-Schiene gehen gibt's wieder. auch geiles Zeug darunter. Also ich will jetzt nicht alles davon haten. Es gibt wirklich geil, das feiere ich selber, höre ich auch selber. Aber wenn dann alle auf den gleichen Zug aufspringen, Es war das gleiche dann wie bei macht es irgendwann keinen Spaß mehr. Es geht darum, dass die Leute, die das als Original machen, ein Miami Yassin, ein Raf Camora, ist ja gar nicht das Problem. Aber es ist genau das gleiche wie damals Bushido. Bushido wurde erfolgreich, Digga. Alle haben plötzlich auf diese Bushido-Vibes. Alles war plötzlich nur noch bei so. Bushido, bei Haftbefehl, auf einmal hat jeder auf Kanakisch gerappt. Genau. Es kommt immer so ein Trend, auf den jeder aufspringt. Früher war es Kool Savas, auf einmal haben alle wie Kool Savas gerappt. Ja, genau. Das ist immer Ich sage ja auch, es ist wie mit Klamotten, ja. Heute, wir haben Baggies getragen, heute haben sie Hosen, wo du nicht mal reinkommst mit dem Bein. Ja, und so ist es in der Musik auch. Es kommt und geht. Ich sag mal, dieses Autotune wird auch wieder zurückgehen und es wird wieder mehr Boom-Bap kommen. Es wird wieder mehr Storytelling kommen. Das ist ja reine Unterhaltungsmusik, ja. Irgendwie im ganzen Lied hat er 3 Sätze, die er 20 Mal wiederholt. Ja. Im Endeffekt Future macht ist es- aber auch so, Digga. Future Ja, sitzt nur da und es sagt ist, ein aber Wort es ist nicht 1000 Mal. unbedingt meins, verstehst du? Ich bin mehr darauf, dass ich will was hören von dem Künstler. Was kannst du? Was hast du erlebt? Und es war das Geile damals halt wie bei NWA, Dr. Dre, dass die einfach Geschichten aus ihrem Leben erzählen und mich teilhaben lassen. Ja? Was habt ihr getan? Und Sammy Deluxe ist auf Deutsch ein gutes Beispiel. Ja, definitiv. Ja, weißt du so? definitiv. Klar. Sammy erzählt politische Sachen, ja. Er hat Party-Sachen. Ganz stark, Sammy, ganz stark. Er hat ein breites Genre an Das gibt's wirklich, heute gar nicht mehr, Sachen, die Digga. er... Es gibt keinen neuartigen Typen, der jetzt nicht jetzt einen zweiten Sammy Deluxe, aber es gibt keine so eine Art. Also ich finde, es Bringt, gibt Digga. schon, was ich sehr gerne höre, Smotrip zum Beispiel, ja. Ich höre gerne Megalo. Straight. Megalo ist so Top. einer für mich, der das noch ein bisschen verkörpert. Afro bringt auch immer wieder neue Sachen raus, so. Ist aber trotzdem für viele nicht bekannt einfach, ja. Aber ja, Afro war halt auch Sammy Deluxe. Genau. Aber Megalo zum Beispiel. die waren eine Gang, ASD. Ich feiere Megalo. ASD, buh. Ja, Digga, die haben schon coole Method Sachen. Man, Redman mäßig da Aber auch abgerissen, Leute wie Mann, weißt Caesar zum Beispiel, ja. Macht gute Mucke. Verstehst du? Der Cäsar von uns jetzt? Ja, feiere ich super. Ja, ich finde den auch sehr, sehr fresh. Er ist ein sehr, sehr cooler Typ. Gibt es sonst noch Deutsche, wo ich inspiriert oder seid ihr eigentlich komplett auf dem Ami-Markt unterwegs? Ich persönlich Tilosch mag ich gerne, ist auch ein guter Freund von mir. Selam und Tilosch, ja. Also ich persönlich kann euch sagen, also dadurch, dass ich so in diesem Deutschrap-Game irgendwie drin bin und auch ich arbeite ja damit, ja auch, es ist eine Arbeit, wir sind ja keine reinen Konsumenten, Digga, wir arbeiten damit, geht mir das voll auf den Sack, Digga. Und ich kann mir das eigentlich privat gar nicht mehr geben. Also sobald ich anfange, einen Deutschrap-Track zu hören, ist das für mich Arbeit. Weißt du? Ja. Ich kann das nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Song von Schoolboy oder höre oder so, oder NF fand ich zum Beispiel sehr krass, Digga, im letzten Ding, oder keine Ahnung, G-Eazy, Six Luck oder Black, wie er heißt, okay. finde ich jetzt zum Beispiel geil. Weißt du so, aber das ist Musik, da kann ich meinen Kopf ausmachen. Sobald ich einen Deutschrap-Track Ja, ich weiß, was höre, du meinst. ist das für mich Arbeit. Guck, wie reimt Ich der, verstehe warum genau, reimt. was du meinst. Ja, weil du dich Aber dann gibt es so Typen wie für mich jetzt zum Beispiel Megalo, der das ausschaltet, wo ich den einfach nur zuhören kann und das feier, was er macht. Ja, weil es einfach so geil macht und authentisch, dass ich sage, ja wirklich, der Junge ist gut. Megalo ist aber auch sehr underrated. Ja, ist er, definitiv. Megalo ist, ja, was wolltest du sagen? Wolltest du gerade sagen? Nee, hat er schon. Ja. Was ich wirklich gut finde, ich feiere den SSIO halt ab, Alter, weil der Typ, Mann,
ehrlich, man, die Er ist halt Videos von lustig. dem, er nimmt sich selber gar nicht so ernst, auch macht Comedy und verarscht die Leute. Und trotzdem hohe Technik und die Beats und dieses ganze Konzept, so das neue Video musst du dir geben. Wie heißt es noch? Wie heißt TBT? Wo er da mit Katar das Battle hatte? TBC. Naja, wo er so 6ix9 so, weißt du, diese Smarties sich ins Maul gesteckt hat. Bunte Haare, Perücke, weißt du. Der hat so ein Echt. Cover, wo er aussieht wie Jesus. Ja, super. Das ist, Der ist nicht der, genau, aber das neue TBC heißt es, glaube ich, ja. Aber großartig, also. der ist, Aber in der Tat feiere ich zurzeit auch sehr viele Münchner Künstler. Nicht, weil ich aus München komme, aber weil die Jungs einfach jetzt irgendwie aufgewacht sind. Ich habe das Gefühl, hier passiert was seit den letzten 2 Jahren. Wir connecten besser. Es ist zwar immer noch dieser Hate in München, ja, ich weiß, München ist echt ein schweres Pflaster, ich sag's immer wieder. Eigentlich gar keine Chance, hier was zu machen. Wenn du nicht Eier hast und Durchhaltevermögen, ist es hier fast nicht zu schaffen. also ich kann dir mal wirklich sagen, Münchner Szene, ich habe mich jetzt, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, Kein Problem. will ich jetzt gar nicht machen, aber ich habe mich jetzt in den letzten 10 Monaten, glaube ich, intensiver als alle anderen Leute zusammen mit der Münchner Szene beschäftigt. Wirklich auch Recherche, Digga. Ich habe mir den Kopf gefickt, alles recherchiert, mir die ganzen Scheiße gegeben. Und was hier einfach echt fehlt, ist eine Infrastruktur, was alle anderen Städte haben. Genau, auch so, ich habe Hilfe. da so viele Diskussionen schon geführt. Wie kann es sein, dass in Berlin jeder Idiot irgendwie Fame wird, weil die sind alle miteinander vernetzt? Weißt du? Nicht jetzt jeder Idiot, Entschuldigung an alle, so, ich will euch nicht dissen. Aber, weißt du, Ich weiß, was du meinst. jeder Underground-Artist hat in Berlin, sagen wir, seine 30.000 bis 50.000 Views auf YouTube. Ja, weil Für einen- jeder bei dem anderen im Video auf jeden Fall auch stattfindet oder Genau, so weil mal das vorkommt. Homies ja, sind. genau. So, die haben nicht die gönnen sich halt einfach auch anders. So. Weißt du, was ich meine? Die sagen, Digga, du willst rappen? Kein Problem, komm vorbei, Digga, wir rappen, wir machen, Digga, ich mag dich, alles cool. Die machen nicht diese Snitches. Die wollen doch nicht andere Leute so zwanghaft unten halten, damit sie ihren Schein nicht verlieren, Digga. Ich sag dir, Münchner Rapper sind wirklich, oh, ich will nicht lästern, Digga, aber So. die haben 1000 Klicks und die denken, die sind Stars. Weißt du, was ich meine? Ist so. Und das versuchen wir ein bisschen zu verändern. Ich arbeite auch mit vielen Münchnern jetzt zusammen und auch erstmal so an alle, ich kann nicht alle aufzählen, aber auch so Leute wie Acro Picasso, wie Neuss, ja, die wirklich sich den Arsch aufreißen und Die haben's viel auch zu schwer. wenig Feedback bekommen, so, es ist viel zu Ja wenig klar, Anerkennung. weil wir überhaupt keine Struktur an Community haben, Digga. Das haben wir doch mal probiert, weißt du so, aber Digga, irgendeiner schiebt immer einen Film. Ja. Der wird nicht geteilt, der wird nicht supported. Digga, wenn alle mal supporten würden, Bro, wir haben hier über 1 Million Leute in dieser Scheißstadt. Ist so. Weißt du, was ich meine? Wenn alle mal wirklich sagen, okay, Digga, lass mal was reißen, dann ist das so. Aber dann, Digga, die Leute, die blacklisten sich untereinander. Die tun so, boah, ich kenne ihn doch gar nicht. Keine Ahnung, wer das ist, Digga. Obwohl die finde ich kennen, wissen schade. ganz genau, die stalken heimlich, Digga. Weißt du, was ich meine? Die stalken die Leute heimlich, wissen ganz genau, was bei den Leuten abgeht, aber supporten es nicht, unterstützen es nicht, wollen es irgendwie nicht haben, Digga. Es ist viel Ego-Probleme. Aber Ali hat es letztens im Interview auch schon gesagt und ich bin da voll auch mit dabei, Digga. Connected mit anderen Städten. Voll, Alter. Weißt du, so, München kann nur wachsen, wenn die Props von anderen Städten kommen, beziehungsweise wenn andere Künstler aus anderen Städten hier stattfinden, Digga, und sagen, hey, nein, Mann, die sind cool, Alter. Untereinander hier ist es Inzucht, Alter. Das wäre ja fast schwierig. unmöglich. Ja. Aber es geht im kleinen Kreise. Also wie gesagt, wir haben uns jetzt zusammengetan, ein paar Künstler und versuchen da was zu machen. Ja, wie es ausgeht. Du bist werden einer wir der sehen. wenigen. Du bist Aber einer ich der mache das wenigen. seit 30 Jahren, versuche ich das. Ja, ich genau. hab's hier mit Neuen Süden, ich hab's hier mit Wie oft wurdest du EMF. gefickt? Wie oft wurdest Ja. du gefickt? Wie oft hast du deine ganze Energie in Leute gesteckt, Ja. Digga? Er ist einer der loyalsten Ja, Menschen, Alter. Mann. Digga, Wirklich, der sollte den ich einen kenn, Preis Mann. kriegen für seinen Shit. Weil Nur er Scheiß. hat schon viel Alles gut. gut, aber ich mach's ja auch zur Liebe zur Musik. Das ist meine Passion, ja. Da ist vielleicht dann auch schon wieder der Fehler, dass das dann einfach jemand gefehlt hat, der das Business regelt. Das ist wohl wahr. Aber ich sag, ich komme aus einer Zeit, wo die Medien halt noch nicht groß waren. Hätte ich das alles gehabt, was es heute gibt. Auch wir hatten ja nur Hardware. Also wir mussten jedes Gerät teuer kaufen, ja, um überhaupt Musik machen zu können. Ja, Studios haben dir irgendwie 200-300 D-Mark abgeknöpft für einen Tag zum Aufnehmen. Das konnte man sich nicht leisten. Es war ein Privileg, früher Musik zu machen. Privileg. Heute brauche ich 1.500 Euro und baue mir ein kleines Studio hin, gutes Mikrofon, kleines Keyboard, Mischpult und Ja, ein ja, Laptop, das war's, mehr brauchst du nicht. Ein paar Plugins und fertig. Ja. Ich kann dir sagen, im Endeffekt, woran es liegt, meiner Meinung nach jetzt, es ist
wirtschaftlich gesehen, es ist natürlich, Deutschrap ist ein Ding, das sehr, sehr viel Geld abwirft. Weißt du so, wenn du es richtig platzierst. So, wenn jetzt ein Investor kommt und sich mal die komplette Deutschlandkarte anschaut, ich bin jetzt ein Investor und ich möchte in einen Künstler investieren. Bevor ich in einen Münchner Künstler investiere ich doch aus einen Künstler in Hamburg oder Berlin oder Frankfurt. Weil ich ganz genau weiß, weißt du, da ist schon, man setzt sich in ein gemachtes Nest in dem Moment. Mhm. Die Leute haben alles Schiss einfach. Hier es gibt keinen, der diese Leidenschaft hat, der hier wirklich mal Geld reinpumpt und dann ein paar Leute in die Charts ballert. Also du musst überlegen, MTV war hier, alles war in München, alle sind weggezogen, verstehst du? Alle haben gesagt, hey. Was nichts bringt, Digga. Die Stadt ist halt einfach auch so. Das ist traurig, muss andere ich ehrlich Vibes, sagen. Voll. Aber Leroy Sané, haben wir ja gesehen, vor 3 Tagen kann hier noch normal rumlaufen. Also das ist halt dann auch wieder München. Da läufst du durch die Stadt und da läuft einfach so ein Leroy Sané mit seiner Freundin an dir vorbei, als wär's nichts. Also so, lass den mal in eine andere Stadt laufen, Digga, da sammeln sich Menschen, die schreien rum. Aber in München ist es halt, weißt du, das sind ganz normale Leute hier. Ja, ist schon crazy. Aber, heikles Thema auf jeden Fall, aber. Voll, Digga. Kann man lange reden. Es ist, ja, Digga, ich habe mich da schon aufgeregt mit Puls, weißt du, so richtig, ich habe mich, wie gesagt, lange mit diesen Sachen beschäftigt. Mal was anderes. Eine Gruppe, die es in München eigentlich geschafft hat, mehr oder weniger, wo alle auf dem Schirm haben, war Feinkost Paranoia. Was geht da mit Feinkost Paranoia? Alle inspiriert, du später dann auch EMF. War es jetzt nicht komplett Feinkost Paranoia, wie ich das mitbekomme? Eher so also es waren alle Members von Feinkost, plus noch ein paar dazu, wie Super Edelmau, W78 war noch dabei. Ja, Pick das Ass, wer war noch da? Bachmann, ja, also es waren einige noch, die sozusagen dazugekommen sind zu der Gruppe. Also ich und Pick das Ass haben eigentlich angefangen damals in Hardline Studio um 98 rum. Dann kam Jamerson von Feinkost dazu, das ist sozusagen der Kopf, der Producer, hat da ein kleines Studio gemietet und hat da seine Beats gemacht. So haben wir uns kennengelernt. Haben die dich inspiriert? Definitiv. Also die haben ja schon Sachen gemacht, wo wir uns noch gar nicht getraut haben damals. Also wirklich auch Wörter benutzt, wo ich sage, meine Mutter, wenn das hört, dann haut sie mir den Arsch voll, weißt du. Und so richtig, wo ich sage, wow, das ist richtig amerikanisch auf Deutsch. Weißt du, wie ich meine? Ja. Aber dreckig, dirty, richtig schmutzig, Beats, abgefahrene. Also die waren eigentlich ihrer Zeit 20 Jahre voraus. Ja. Das ist ähnlich wie mit Missy. Missy hat ja Lieder, wo Leute heute erst kapieren. Missy Elliott meinst du? Missy Elliott ist auch ihre Zeit weit voraus. Immer gewesen. Und so hat sich das ergeben, dass dann der Burns und Serkan, und sich alle gegenseitig, das sind die 3 Members, so die Hauptmembers von Feinkost. Und wir haben dann EMF gegründet und haben dann auch 2 Platten und EP gemacht, Auftritte gehabt, das. Also ein Gerücht, was ich über Feinkost Paranoia gehört habe, das werde ich aber demnächst noch einem Feinkost Paranoia Member, einen ehemaligen, stellen. Aber wir können ja schon mal darüber reden. Ein Gerücht war, dass Feinkost Paranoia nur so war, weil da einer von denen hatte einen reichen Vater, der bei irgendeiner Major-Label gearbeitet hat und dadurch den Zugang zu einem krassen Studio hatte und die sind da einfach rein und haben dann ihr Shit machen können. Dazu kann ich nichts sagen, also die Geschichte kenne ich auch nicht. Ja, ich weiß nur, dass Jameson dann bei uns im Studio war, in Hardline aber sind die Studio. Von Underground richtig broke hoch gestartet? Das oder? weiß ich nicht. Also das die waren immer noch Underground, weil einfach Rap damals Underground war, außer Fanta 4 jetzt in Deutschland zu dieser Zeit. Da gab es kein Agro, da gab es gar nichts. So. Da kam Torch vielleicht, in dieser Tony Zeit, L. genau. Und so Tony L, Torch gab es, aber selbst die waren jetzt nicht im Mainstream so unterwegs. Genau. Lief Feinkost Paranoia bei MTV und so? Man muss dazu sagen, das war alles vor der Zeit. Wie gesagt, wir haben ein Video gedreht und die Bänder sind irgendwie anscheinend verloren gegangen oder unter der Sonne aufgeschmolzen. Das, wo du so ein Afro hast, war auch beim Feinkost, oder? Das ist Pascal, also das ist Super Edelmau, aber ein Solo-Track von ihm. Aber hast du nicht auch mal, wo du so jung warst und noch so ein Afro hattest? Meint mit dir und Pick das Ass. Erlebt und erlernt, das ist aber Eastside Twins. Das ist Legende. Da habe ich, Legende hier in München. Pick das Ass angefangen. Aber wir alle... Erkennen wir gar nicht wieder dann, ne? Wir alle haben uns gemischt, wir haben untereinander Musik gemacht. Das war eigentlich das beste Beispiel. Hätten wir das weitergetragen, das war so die Basis, das, was München braucht.
Ja, jeder hat jedem Beats zugeschanzt und Texte. Die und Community einfach, die sich gegenseitig weißt du, unterstützt. wir waren Freunde, wir waren nur so ein bisschen derb. Das Problem war immer, dass wir halt Auftritte hatten, Massenschlägereien verursacht haben und die uns einfach irgendwann nicht mehr gebucht haben. Weißt du, was ihr damals auch nicht hattet? Social Media. Genau, Ihr hattet und das wollte ich nämlich noch ansprechen, dass wir keine Videos hatten, weil ein Video hat damals bis zu 10.000 D-Mark gekostet. Ja, es war richtig teuer. Ihr habt euch getroffen, Digga, zu einer Zeit, in der es kein Internet wirklich gab. Dann habt ihr einen Rapper gesehen und wenn der einen coolen Part gerappt hat, dann fandet ihr den cool und habt den Props gegeben. Und da ging es nicht darum, Alter, hat er jetzt 100 Follower oder Wie hat er er Shit 50.000 hat, ja. Follower? Weißt du, das ist eine riesen Blenderei, die heute Im abgeht. Rap Total. überhaupt, im Hip-Hop, es geht eigentlich nur, es zählt die Leistung. Es zählt die Leistung und nicht wie viel Klicks oder Views das hat. Also wenn er gut ist oder wenn er was drauf hat oder sie, dann ist er einfach dope oder sie. Punkt. Nervt euch das? Ja, es ist halt nicht mehr so real, wie es mal war, wenn wir es sagen wollen. Also früher war es einfach echter. Weil sobald jemand was konnte, hat man ihm Props gegeben. Und jetzt ist es mittlerweile, sobald der am meisten zahlt, kriegt die meisten Klicks und kriegt die meisten Props. Genau. Das hat sich verschoben ein bisschen. Plus, früher war auch noch sehr viel live. Also du musstest live abliefern. Du kannst im Studio rappen, wie du willst. Im Endeffekt, wenn du live nicht funktionierst, bist du ein Spasti. Heute gibt es Leute, die heulen auf Autotune rum, haben dann Millionen Klicks und live finden die gar nicht statt. Weißt du so, das ist das heute. Definitiv heute haben wir Game. damals auch mehr Auftritte gehabt. Wenn ich überlege, mit 9 Süden allein. Wir waren mit Sammy Deluxe und die Flame unterwegs. Wir waren Vorgruppe von Masimoto. Wir haben die ganze Agro, wo Sido sein erstes Album oder zweites rausgebracht hat, mit Be Tight, wo ihn dann gebackt hat. Da waren wir in halb Deutschland dabei. Ja, wir haben Vorgruppe von Busta Rhymes, Chris Brown gemacht. Also da ging echt was ab. Ja, und diese Künstler kommen schon gar nicht mehr so nach München wie früher. Ja, also irgendwie Ja, jetzt durch Corona ist halt auch Das nochmal so eine sowieso, Sache, aber Alter, das ist halt trotzdem. alles irgendwie ist das alles zurückgegangen, ja. voll. Also mittlerweile ist es halt schon echt sehr, sehr traurig, was abgeht, aber wir hoffen auf jeden Fall, dass sich das in Zukunft wieder verändert. Definitiv. So, ich glaube, auch wenn es dann wieder mal so ist, go, Alter, macht jetzt die Veranstaltung, dann auf geht's, wird es explodieren. Alle Leute sind geil drauf, alle Rapper sind wieder geil drauf. Wir werden eine sehr schöne Zeit haben nächstes Jahr, glaube ich, wenn die ganze Maskenscheiße hier, Corona vorbei ist, Alter. So ist es. Es wird schön werden. Wir hatten ja auch das Glück, dass wir dieses Jahr auch in der Corona-Zeit 2 schöne Auftritte machen konnten im Theater Neuperlach, Open Air. Bis zu 200 Zuschauer wurden zugelassen. Und das waren mal wieder so, Ja. das war mal wieder so ein Aufatmen noch ein bisschen, ja. Aber diese Auftritte sind halt leider Gottes auch echt ein bisschen, natürlich ist es was Besonderes, dass man mal einen Auftritt machen kann in einer Zeit, wo Auftritte verboten sind und so, aber dieses Abstand halten Ja, und so und nur bestuhlt Stühle und und, so, ja. voll hässlich, Digga. Hat Aber es ist so schön ein bisschen- natürlich auf jeden so Fall, ein dass bisschen Theater, dass es Charakter stattgefunden dann, hat. weißt Aber mal was anderes, jetzt Corona, viel Quarantäne waren wir alle, hatten unsere Einzelhaft irgendwie zu Hause. Da habt ihr bestimmt auch viel gezockt. Oder Serien geschaut. Wie Aber habt ihr euch ja. denn beschäftigt? Wie habt ihr euch beschäftigt? Gibt es jetzt hier Games, die ihr empfehlt, wo ihr sagt, hey, darauf bin ich richtig hängen geblieben? Also bei Serien kann ich dir antworten. Corona-Zeit, Haus des Geldes habe ich mir komplett gegeben. Ich glaube, ja genau. Und ich warte jetzt auf die nächste Staffel, muss ich sagen. Ganz gespannt. das ist Ansonsten. das, wo die in das Haus reingehen, dann drucken die selber Geld und so. Genau, Netflix-Serie, Haus des Ja, Geldes. ich Also hab wurde von davon- Netflix gekauft, ist eine spanische Serie eigentlich. Ist in Spanien im Fernsehen gar nicht so populär gewesen. Sobald es Netflix gekauft hat, ist es einfach ein Phänomen auf der ganzen Welt geworden. Voll Fan geworden. So, Ja. Und ich habe auch eigentlich vorher nichts davon gehört, habe ich mir mal so angemacht. Die ersten 2 Folgen sind ein bisschen komisch. Da kommen auch mal zwischendurch mal ein paar Sachen drin vor, wo man sich denkt, okay, wirkliche Bankräuber würden das jetzt wahrscheinlich nicht machen. Aber es ist sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Hat mir schon also sehr gut So gefallen. Netflix hat auf jeden Fall den Arsch gerettet. Ja, in der Corona-Zeit schon. Kennt ihr Mindhunter? Habe ich schon mal gehört, aber sag mir Wo jetzt. ist die krasseste Serie? Mindhunter ist richtig heftig. Da gehen die so in die Psyche rein von diesen ganzen Ted Bundys und so, aber halt auf Spielfilm-Level. Also, Geil. die haben die dann auch wirklich. Das ist echt krass, ja. Na, in der Tat, ich habe viel geschrieben in der Zeit, ja, aber man kann ja nicht nur schreiben. Ganze Bude 10-mal aufgeräumt. Ich habe irgendwie Sachen gefunden, wo ich gar nicht wusste, dass es sie gibt. Neuen Balkon hast du eingerichtet. Balkon, alles neu gemacht und ja, ich habe auch gezockt. Ich habe zum Beispiel jetzt
Ghost of Tsushima durchgezockt, dann habe ich Das Ghost of Tsushima, dieses Samurai-Spiel. Samurai-Spiel, dann habe ich auch schon davon letztens gehört. Es ist halt so, es ist so auf Assassin's Creed. Assassins Es ist Open World, ist Open aber World. im alten Japan auf einer Insel musst das Land vor den Mongolen befreien. Ziemlich cooler Titel. Aber Last of Us hat mir fast noch besser gefallen. Das war ein richtiger Blockbuster. So. Dauert auch ziemlich lang, habe ich bestimmt einen Monat hingespielt. Assassin's Creed Origins. Origins habe ich gespielt und zwar auf Valhalla müsste jetzt bald kommen. Weißt du, was mich da abgefuckt hat? Ich habe das auch mit meiner Freundin hart gezockt. Wir haben gezockt und dann haben wir uns irgendwann darauf aufgehängt, immer diese Stationen da. Weißt du, da hast du auch immer diese belagerten Camps von denen, da musst du mal reingehen und die ficken. Genau, und ich bin halt immer so am Anfang einfach auf blöd rumgelaufen, weil ich mag das eher so, die Welt dann zu erkunden. Ich scheiße dann erstmal auf die Story und gucke mir erstmal so die Welt an. Und dann bist du ja dann so Level 13 und bist dann plötzlich in so einem Camp und die haben dann so Level 35 und dann machen die so einen Schlag und ficken dich einfach voll weg. So. Ja. Und dann haben wir das irgendwas als Ziel gesetzt, erstmal diese ganzen Camps zu ficken. Jetzt haben wir die ganzen Camps gefickt und jetzt ist es irgendwie langweilig. Wir sind aber erst bei 40%. Und was mich da bei den Spielen nervt, ist dieses Add-ons-Ding, Digga. Dass man halt die Karte erweitern, dass es Geld kostet und so. Ich finde das irgendwie Ja, Upturn. Das ist Upturn. voll hässlich so, ja. Aber, genau. Also ich bin auch definitiv kein Fan von diesen Add-ons überhaupt bei Spielen. Weil wo es mich am meisten abfuckt, muss ich sagen, sind es bei diesen Kampfspielen wie Mortal Kombat oder so eine Sachen. Du kaufst dieses Spiel und dann hast du nur so 6, 7, 8 Charaktere und den Rest musst du dir alle nachkaufen. Voll Das hässlich, ist ja. voll der Dreck, Alter. Erstens das und auch, dass Leute sich profilieren, dass sie sagen, sie kaufen jetzt irgendwie teure Add-ons und ich nicht, sind im Spiel aber weiter. Jetzt zum Beispiel Call of Duty kaufe ich mir die und die Waffen und das und der kommt dann ins Spiel und ist total ausgerüstet und ich muss Overpowered, mich bist erstmal du gefickt. hochleveln, weißt du, so. Das ist genau das gleiche wie ist bei halt für den FIFA, Arsch. wie bei Ultimate. Wenn du als Ultimate anfängst, weißt du, dann kriegst du einfach so einen Kackkader, dann machst du so legal quasi, also was heißt legal, du machst so normal deine Punkte und dann kannst du dir immer einen guten Spieler kaufen. Aber es gibt halt Leute, die pumpen einfach Geld rein und dann haben die von Anfang an die krassesten Spieler und dann Das ist zersägen Macht die auch dich keinen einfach. Spaß mehr, weißt du? Ja, Fairness ist halt nicht bin mehr immer noch da. in der Ruhe liegt die Kraft. Ja, ich kaufe mir das. Ich habe auch Handyspiele, wo wirklich Geld kostet. Man kann es ohne Geld spielen, aber man kann sich Sachen dazu kaufen. Aber ich habe immer die Geduld. Ich warte halt einen Tag, bis ich wieder Level habe oder so. Ja, bis ich weiterspielen kann. Und ich habe das Spiel jetzt schon so weit gebracht, wie ein anderer vielleicht schon über 100, 200 Euro ausgegeben hätte. Aber ich habe keinen Bock dafür, Geld auszugeben, sag ich dir ehrlich. Ja, ist voll Kein scheiße, Cent. Digga. Ohne Scheiße ist nicht cool. Das geilste Spiel, ehrlich gesagt, war, was ich bis jetzt seit langem gezockt habe, war Detroit. Ja. Fand ich brutal. Spiel. Ja, habe ich auch durchgezockt, kenn ich. Da kommt Wie war's bei dir am aber Schluss? nur Einmal. Ich auch einmal. Wir wollten es dann zweimal machen. Wie war's bei dir am Schluss? Einspruch, ich hab's daheim verpackt liegen, Mann. Ich hab's leider noch nicht gezockt. Bro, zockt es. Das ist das Beste, Mann. Das ist ohne Scheiß Jetzt richtig kommt ja krass. was Dann erzähl ähnliches, ich so dir lieber Cyberpunk, nicht. hast du das schon gehört? Ja, warte mal ganz kurz. Was war bei dir am Schluss? Ja, ich erzähl den so einen Spoilern wie ihn. Das ist doch scheiße, Mann. Ja, das wird eh nicht mehr spielen. Also, Ghost bei- of Tsushima Ich weiß nicht mehr, es ist schon ein bisschen länger her. Ich weiß Aber alle es nicht mehr Spiele ganz muss er genau. Es war auf daheim jeden Fall haben, schön. Depri das Ende, aber was die genau. Die Bei waren mir, wir haben es so korrekt wie möglich durchgezockt, Alter. Und wollten halt echt eigentlich alles, dass alles cool ist. Und du musst ja eigentlich aus der Sicht eines Roboters handeln. Aber Ja. du handelst ja dann zwangsläufig aus der Sicht Automatisch, eines Menschen. Weil Ja. der eine Typ ist besoffen und klatscht sein Kind so. Ja. Kriegst erst später mit, dass es. Und du bist die Haushälterin, gell? Ja, genau, Der Roboter. sowas. Ja, Und du greifst ein. Bei uns war das am Schluss dann wirklich die komplette Eskalation und alle Roboter wurden vergast, so Ach so. richtig Nazi-mäßig. Ja. War voll hart bei uns. Und dann haben wir auch gedacht, scheiße, Alter, was haben wir denn gemacht in der ganzen ich Story? glaube, bei mir war am Ende, dass die einfach jetzt übernehmen wollten. Also, dass sie die erste Rasse sind vor den Menschen. So Weil- war das Ende bei meinem, glaube ich. Weißt du, was das Krasse ist? Wir haben dann gesagt, wir können das jetzt nicht so stehen lassen. Wir haben es ja jetzt richtig in die falsche Richtung gelenkt. Alles ist sterben und alles ist traurig und alle heulen. Haben wir gedacht, wir machen das jetzt nochmal. Dann haben wir aus der Sicht eines Roboters gehandelt. Dann war das Spiel sofort vorbei. Die Charaktere sind sehr, sehr schnell nicht mehr bespielbar gewesen. Vorbei. Also die okay. am Anfang, angenommen jetzt bei der Story vom Anfang, wenn du jetzt nicht dem Kind hilfst, Ja. dann geht der Typ da und tötet einfach den Hausroboter. Und dann ist dieser Charakter weg. Weil du hast ja okay. 3, 4 Charakter, irgendwie 3. Ja, Interessant. ist schon heftig. Und du, was hast du so gespielt?
An der Drummaschine habe ich gespielt. Beats gebastelt. Ja, sowieso. Ich finde da wahnsinnig. Ja, nee, aber ich habe schon gezockt, so Crash Bandicoot oder halt Ratchet Clank. Ich zock so mehr die Oldschool-Sachen, Mann. So auch Mortal Kombat einfach. Aber Mortal Kombat war doch auch Ja. geiler auf PlayStation 1, Mann. Oder PlayStation 2. Moment, ja. Zockt ihr noch Retro-Sachen auch? Ja, also. Also voll, Super Mario 3D All-Stars Collection. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das sind Nintendo Games, also ein Super Mario 64 und noch die zwei Nachfolger. Ich hatte noch so ein Nintendo damals, wo man die Kassetten so NES, reinstecken konnte. ja, Nicht ja. mal den, sondern Ja, den. So Nintendo Klappe aufmachst. Entertainment System. Ja. 64er, nein, das ist der NES. Doch, also hatte ich auch. Damit bin ich aufgewachsen. Super Mario 3, legendär zum Beispiel auf der Konsole, was du jetzt genannt hast. Ja. Ja, also Oder einfach nur Retro so- bin ich auch immer noch voll dabei. Oder so Remakes zum Beispiel. Mafia 1 habe ich mir das Remake geholt. Crash Bandicoot, die ersten 3 Teile, Remake. Tony Hawk 1 und 2, Remake. Tony Hawk war auch richtig geil. Weil es haben sie wirklich geil gemacht. Das ist genau Tony Hawk das war gleiche krass. Spiel, nur mit geiler Grafik jetzt momentan. Was ich mir letztens im Urlaub, also ich war im Urlaub und da habe ich mir auch gedacht, ich habe überlegt, mir jetzt einen Gameboy zu organisieren. Einfach so ein Gameboy Color und dann hole ich mir Pokémon. So gleich. Und dann Okay. jagst Ja, du Pokémon am gepickt, Strand Aber kannst Pokémons. halt im Dunkeln nicht spielen, gell? Ja, Nicht vergessen. Stimmt, ja, mit der. Aber da gab es doch der dann so ein Lampe. Licht, so ein Aufsatz. Weißt du, Ja. so ein Licht. Lupe und Lampe, genau. Ja, tatsächlich wollte ich sagen noch, spiele ich nicht mehr so viel wie früher. Ja, also ich mache sehr viel Musik zurzeit und nütze halt jede Stunde. Also ich mache manchmal bis 2, 3 nachts, schreibe ich noch Texte und mache irgendwelche Sachen fertig. Aber ich habe den DeLorean gebaut zum Beispiel. Das ist so ein Bausatz gewesen. Der kam genau In Quarantänezeit, richtig, in der Quarantäne. ja. 130 Hefte, irgendwie über 33 Monate Laufzeit. Hast du das gesehen? Ding wiegt Meisterwerk. 8 Kilo. Jede Tür ist aufmachbar, ganzen Lichter funktionieren und Du hast alle Ja, Kabel verlegt in den Motoren. Kabelbäume, Üble also- Arbeit, Mann. krasses Ding auf jeden Also Fall. Und das hab ich mir mit gebaut. Miniaturwerkzeug. Ja, so. so Das steht jetzt Richtig unter meinem Tisch. Feinmechanik, Mann. Ja, und da stecke ich meine Hand rein und die fliegt dann immer irgendwo hin, meine Hand. Und Das ist der Anfang, so fängt's an. So fängt's an, irgendwann steht bei ihm zu Hause so ein Tisch und dann fahren Eisenbahnen darum. Das ist so der das, erste. das wird nie passieren, aber definitiv komme ich so, auch durch meinen Beruf, bin ja gelernter Feinmechaniker, so mit kleinen Sachen schrauben und reparieren Echt? und das mag ich gerne, ja. Ja, ich kann das gar nicht, Digga. Ich hab zu viel Alkohol wahrscheinlich. Da fängt immer das große Gezitter an. Ja, aber so an sich, würde ich sagen, wir haben jetzt eigentlich schon ein ganz gechilltes Gespräch geführt. Gibt es noch irgendwas, was ihr sagen wollt? Ich würde eigentlich sagen, wir sind schon fast durch, oder? Ja, Leute, bleibt gesund, ja. Was soll ich sagen? Stark bleiben. Kommt durch die Zeit, wie auch immer. Haltet zusammen, lasst euch nicht verrückt machen. Auch von diesen ganzen Verschwörungstheorien. Und ja, man kann es ja nur weiter. Der Wendler ist sogar mittlerweile auf dem Trip, Digga. Der hat sich ja Wendler, verpisst, Alter. ja. Siehst du? Der Aber Wendler. der hat, glaube ich, eher Steuer hinterzogen und hat dann nochmal so einen schlechten Text abgelassen, hat sich dann nach Amerika verpisst. Der Wendler macht Echt, mittlerweile oder? Instagram-Stories, mitbekommen. wo er sagt, glaub mir, Corona ist geplant. Und so, der Nee. Wendler ist voll auf seinem Attila Der schon in der dritten Hildmann-Vibe. Person von sich redet, der Typ ist. Was, einfach ernsthaft? So, Michael Wendler. Digga, Ja, gut. Michael Wendler ist Attila Hildmann 2.0. Ja, voll. Aber gut, Leute. Schön, dass ihr da wart. Danke. Ich fand's sehr geil. Ich werde mir das Album auf jeden Fall nochmal hart geben. Und Release-Date ist nächstes Jahr. Videos werden geballert. Genau, wir sind jetzt noch, versuchen dieses Jahr noch 1 bis 2 Videos zu drehen. Und dann schauen wir mal im Februar, im März wird das Ding dann gedroppt. Und Frühjahr 21, ich hoffe, dass hoffentlich. wir dann auch mal wieder auftreten können, dass wir das auch mal live Wird geil, performen ja. können. Wir werden sehen, was passiert, aber Jetzt machen wir wieder Live-Seat. es Alter, wie kommen die Leute dicke, überhaupt da dicke Sachen abgehen. so. Definitiv. Cool, dann machen wir jetzt nochmal so eine Checkrunde. Einmal hier. Danke einmal für da. die Einladung nochmal. Gerne. War sehr nice. Schön, dass ihr da wart. War ein geiles Gespräch, dir. Jungs. Peace. Jo Leute, das war unsere neue Folge von Arzt Talk. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine Bewertung da, macht einen Kommentar, lasst ein Abo da, geht in die Beschreibung, checkt unseren Online-Shop, checkt die ganzen Künstler auf Instagram, Spotify, etc. Und genau, bis zum nächsten Mal. Glocke nicht vergessen.